Alles neu macht der Monat, in dem wir uns gerade befinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plain Talk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, die Pause hat ein Ende. Die Technik ist besser geworden, die Leitungen sind besser geworden und manche Dinge, die verändern wir nicht, weil sie einfach über die Zeit schon so gut sind, dass man sie nicht verbessern muss. Und damit meine ich den Herrn, der hier auf der rechten Seite zu sehen ist. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du möglicherweise gar nicht mehr vor die Kamera kommst, weil du einen neuen Spielplatz gefunden hast. Ich durfte da auch irgendwie ein Foto bekommen, und zwar der Andreas am Spielplatz. Servus Andreas, was sehen wir denn gerade? Du hast irgendwie, ja, das ist dein neuer Spielplatz, wo du angeblich mit einer Flex gesehen wurdest und dir irgendwie noch schöne Stücke runterschneiden konntest, wie zum Beispiel dieses Bullauge. Was ist das da, was wir sehen? Servus Thomas erstmal, und ja, Spielplatz ist vielleicht etwas zu positiv oder zu fröhlich, weil es war ja eher trauriges Ereignis, um das es hier ging. Es gibt in Deutschland 2 alte historische Boeing 707 und diese, was wir hier auf dem Foto sehen, das war in Berlin-Tegel, auf dem ja jetzt stillgelegten Flughafen. Und da steht zwar stand, muss man jetzt schon sagen, eine Maschine, die sah zwar aus wie Lufthansa, aber es war nie Lufthansa drin, denn das war in Wirklichkeit eine israelische Maschine, die 1961 an El Al ausgeliefert wurde. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist leider noch völlig verrottet, hat sie am Waldrand gestanden, abseits der Piste. Und jetzt musste leider das Flugzeug verschrottet werden. Und jetzt haben die Fans natürlich die Chance, noch schöne Dinge zu ergattern. Kann da jeder hingehen und sich ein Stück rausschneiden, wie das zum Beispiel? Was sehen wir hier? Mitnichten. Das Ganze wird im nächsten Herbst, diesem Herbst besser gesagt, wird von dem Hamburger Auktionshaus Decho werden also wichtige Teile daraus versteigert. Und das sind die schon Air Berlin, glaube ich, versteigert haben. Genau, das sind dieselben, die Air Berlin und auch sozusagen die Memorabilia von Germania versteigert haben. Dann schauen wir uns schnell mal ein Stück Video an, das du ja, glaube ich, selber gedreht hast. Es war an dem Morgen, wo in Tegel die ersten großen Stücke der Boeing 707 dort abgetrennt werden sollten, dass wir mit mehreren Gästen dort dabei sein durften, wie also der Versuch angefangen hat, das Heck erstmal abzutrennen. Und man muss sagen, das Heck, das Leitwerk der 707 ist ja extrem ikonisch. Ich habe sogar herausgefunden, dass es eine Zigarettenmarke gab in den frühen 1970er Jahren von Remsmar, eine Hamburger Zigarettenfirma. Die hatte den schönen Namen Boeing mit OI geschrieben, Boeing 707. Und du hast doch sicherlich noch irgendwas mitgehen lassen, was da irgendwie herumlag und niemand gebraucht hat. Natürlich, genau so ist es. Und du kennst mich ja offenbar gut genug, dass du weißt, ich gehe nirgendwo weg, ohne nicht Artefakte mitzunehmen. Aber auch das war jetzt völlig in Ordnung. Ich habe da auch gefragt, also ich muss wirklich von vornherein dem Eindruck entgegenwirken, ich hätte irgendwas entwendet. Man sieht hier, das Gelb ist ein Stück vom Fensterstreifen und das Blau war sozusagen die Lufthansa-Grundierung. Und man sieht hier sehr interessant, wenn man es umdreht, ist ja spannend, weil eben wirklich das ist massivstes Metall, das ist auch ziemlich schwer und das ist eben wirklich Flugzeugbau anno 1959. Und also ich lade alle ein, die mal gucken wollen, wie sich das anzugucken. Ich wollte gerade sagen, das kommt jetzt in die Vitrine und das ist jetzt ein Sammlerstück, das gibt es kein zweites Mal. Genau. Aber dann haben wir doch genau das Thema, was uns heute durch die Sendung tragen wird, nämlich der Blick nach hinten. Da sind die Flugzeuge, die zu Ende gehen, und da haben wir natürlich auch Mitarbeiter, die nicht mehr in Amt und Würden sind, aber die trotzdem seit dem ersten Tag mit dabei waren. Du hast mit einer Dame gesprochen, die quasi die Mitarbeiternummer 007 hat. Ja, heute geht es um Barbara Kracht. Barbara Kracht ist völlig eine Legende, eine Airbus-Legende, und sie wird nicht umsonst eigentlich gerne als Madame Airbus bezeichnet und hat eben deswegen weit über 35 Jahre quasi als Insiderin, aber eben auch, da sie Kommunikationschefin war sie natürlich immer mit allen Themen befasst, war bei allen spannenden Dingen dabei. Und ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der heute rückblickend so authentisch erzählen kann, was Airbus heute ist und vor allen Dingen, wie Airbus dazu geworden ist und wie es am Anfang war, wie Barbara Kracht. Und du hast dieses Gespräch jetzt noch schon verarbeitet und hinter dir. Was hat dich am meisten dabei erstaunt? Was ist das, wo wir zuhören können und wissen, okay, da hat sogar der Andreas, der ja fast alles kennt in der Fliegerei, ja, nochmal die Ohren gespitzt? Also ganz persönlich muss ich sagen, es berührt mich, wenn ich sehe, nach dem, was Barbara Kracht alles erlebt hat in ihrem Airbus-Leben, wie offenbar am meisten angefasst sie ist und war beim Thema A380, was ja jetzt erst ganz zu Ende ihrer Karriere eben dann sozusagen zu einem großen Flop wurde, leider.
Und ich glaube, das tut ihr auch wirklich weh, weil natürlich da auch klar war, das hat Airbus sowieso an seine Grenzen gebracht in verschiedener Hinsicht. Und das hätte ein so großer Prestigeerfolg sein können, wurde es aber nicht. Und da merkt man ja, sagt sie im Gespräch ja auch mehrfach, wie sie das angefasst hat und auch wirklich betroffen hat und bis heute betrifft. Und das fand ich nochmal ganz beeindruckend, einfach um zu sehen, dass in so einer langen Karriere das eben der zentrale Punkt war. Dann ist es ein wunderbares Intro für dein Gespräch. Also herzlichen Dank noch einmal dafür und für allejenigen, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, weil sie sagen, die 380er, da muss man noch irgendwie vielleicht etwas auch zu Hause auf den Kaffeetisch stellen oder legen. Gibt es ja von dir ein paar Seiten bedrucktes Papier, was wir auch hier unten bei uns in der Information zu unserem Plane Talk Podcast, den Link, das Buch gibt es ja mittlerweile. Wie heißt es noch einmal ganz genau? Airbus A380, der letzte Riese. Hier kommt Andreas und Barbara. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. We were really a very small startup. Everybody knew everybody. It was fantastic. Nobody knew Airbus at the time. It was incredible. Everybody knew Boeing, Lockheed, Douglas. Airbus, what is that? The Europeans had less than 10% of the world market. We did not exist. We had to fight for everything. Bonjour, Madame Airbus. Hallo, Andreas. Hallo, hi. Saludos. Alle Sprachen von Airbus. Exakt. Das ist ja eines deiner Charakteristika, über die jeder spricht, der über dich spricht. Und das ist mir auch immer schon aufgefallen. Du bist wirklich, würde ich behaupten, eine lebende Legende, was Airbus betrifft. Wo bist du eigentlich geboren, Barbara? Lebende Legende ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich habe wirklich mich in Airbus voll reingearbeitet, obwohl ich als junges Mädchen überhaupt nichts von Luftfahrt hören wollte. Ich bin in Deutschland auf die Welt gekommen, in Prien am Chiemsee in Bayern, bin aber mit einem Jahr nach Frankreich gebracht worden, weil mein Vater, der damals der Flugingenieur war, dann in Frankreich gearbeitet hat bei Noraviation und auch in europäischen Programmen von Anfang an mit involviert war, bei der Noratlas und der Transall. Und nur von Luftfahrt und Flugzeugen reden konnte, daher mein Überdruss. Aber dann bin ich in Frankreich und zweisprachig groß geworden. Das ist nämlich toll, weil wir hier schon deinen Vater nämlich sehen, Felix Kracht. Und Felix Kracht, von dem du gerade schon erzählt hast, der ist ja einer der Mitgründer von Airbus Industrie gewesen, damals in den frühen 1970er Jahren. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie dein Vater sozusagen überhaupt ursprünglich dazu kam, zu diesem damals extrem kühnen Unterfangen, dass die Europäer nämlich, was damals wirklich auch auf dem Welt der Luftfahrt, der Flugzeuge als völlig absurde Idee galt, dass die Europäer auf einmal im Markt der großen Verkehrsflugzeuge mitmischen wollten. Und dein Vater war da ganz vorn dabei aus ganz kleinen Anfängen. Wie kam es dazu und wie kam er dazu? VfW und Hamburger Flugzeuge und all die, die in Deutschland daran beteiligt waren, kannten ihn und haben ihm angeboten, ursprünglich für die VfW 614 zu VfW zu kommen. Dieses Flugzeug hat ihn aber nicht interessiert. Aber als dann das Angebot kam, für Airbus zu arbeiten, dann hat er ja gesagt, weil er an das Projekt glaubte. Dann hat er auch, das war 67, 68, vor allem 68, er hat dann auch Roger Betaille, der eigentliche Vater, technischer Vater des Flugzeuges, kennengelernt. Und die beiden haben sich sehr gut verstanden in der Art und Weise, eine europäische Kooperation zu führen. Das heißt, wirklich es pragmatisch zu führen und intern alle Politik zur Seite zu legen, damit es wirklich ein Gemeinschaftsprogramm wird.
Und damals war dein Vater offenbar und du ja auch eben sehr frankophon und frankophil, was ja damals auch noch nicht selbstverständlich war in den frühen 70ern. Also ihr seid, du bist, wie gesagt, hast du gerade erklärt, schon mit ganz frühem Alter nach Frankreich gezogen und ihr habt sozusagen damals schon etwas gelebt, was es eigentlich noch gar nicht gab, nämlich so eine gewisse, eine transeuropäische Nationalität, die ihr im Grunde schon in euch hattet offensichtlich. Und daraus entstand dann ja eben auch ziemlich schnell diese damals noch ziemlich kleine Firma, Airbus Industrie. Und erzähl mal bitte, wie du dich daran erinnern kannst, was deine erste Begegnung mit diesem noch ganz jungen Unternehmen damals war. Also die erste Begegnung war eigentlich bei der Vorstellung der A300. Das war im September, 28. September 1972 hier in Toulouse, wo die Maschine vorgestellt wurde, gleichzeitig mit der zweiten Concorde. Und erstaunlicherweise, kein Mensch hat sich damals wirklich für die A300 interessiert. Alle Welt stürzte sich auf die Concorde. Aber das hat mir gefallen und dann war der Erstflug als Studentin, ich war damals Studentin in Toulouse, hat mein Vater mich dazu eingeladen und das hat mich wirklich begeistert, diese Maschine fliegen zu sehen und auch hinterher bei der Landung mussten die Piloten gegen den vent d'automne, ein typischer Wind hier, der ein bisschen wie der Föhn in München weht und aufkommt, gegen den vent d'automne etwas kämpfen. War eine interessante Landung. Und dann habe ich ein bisschen die Entwicklung miterlebt und vor allem hatte ich die Gelegenheit, dann Hotesse auf dem Stand in Le Bourget zu sein. Damals 1973, das war das erste Mal, dass Airbus Industrie damals dort auftrat. Ja, und das Bild zeigt, aber das war ein paar Jahre später. Das war meine Rolle Bild war damals. 81, das war viel später, genau. Ja, genau, das war einige Jahre später. Da war ich schon zuständig für Pressearbeit, aber am Wochenende habe ich dann ein bisschen auf dem Stand mitgeholfen. Das hat mich damals begeistert. So ein großes Flugzeug, wirklich ein Großraumflugzeug, ein Widebody mit 2 Mittelgängen. Das gab es damals nur aus Amerika. Und plötzlich haben die Europäer sowas in die Luft geschickt. Das muss doch damals auch vom Gefühl irgendwie wie ein kleines Wunder oder auch wie eine sehr wagemutige, sehr kühne Unternehmung gewirkt haben, oder? Ja, absolut. Aber die Marktvorhersagen haben eindeutig gezeigt, dass so ein Flugzeug, und das hat sich hinterher auch bestätigt, so ein Flugzeug absolut notwendig war. Die A300 war das kleinste Großraumflugzeug, das auf die Welt kam, mit 2 Gängen. Und auch zweistrahlig, weil das war wirklich ein kühnes Unterfangen. Aber dank Roger Bataille, der dann auf amerikanische Triebwerke, die schon erprobt waren, und zwar auf der DC-10 flogen, wurden die auf die A300 gebracht. Und natürlich hatten wir es am Anfang sehr, sehr, sehr schwer, weil wir mussten natürlich die Airlines überzeugen, dass sie von der damals 727 150-Sitzer auf einen 250-Sitzer umspringen wollten. Vor allem wurden wir sehr, sehr kreativ. Zum Beispiel haben wir diese Welttourneen durchgeführt, zunächst um die Maschine vorzuführen, damit auch die Piloten die testen konnten, die Airline-Managers auf der Maschine fliegen konnten. Das waren fast 8 Wochen, wo die Maschine wirklich like a Swiss clock, wie eine Schweizer Uhr, funktioniert hat. Das war wirklich einmalig und natürlich haben alle beobachtet. Also erstmal warst du offenbar bei dieser ganzen Tournee an Bord, dieser 8 Wochen? Ja, in der Tat. Ich war ein bisschen die Bordsekretärin. Mein Arbeitsplatz war großartig. Ja, naja, das waren die damaligen Schreibmaschinen, genau. kein PC, kein Nichts. Wie ihr sehen konnt, hatte sogar ein Flugingenieur in Miami meinen Namen hinbringen lassen. Das Kleine, das sieht man oben gerade vor meiner Stirn auf dem Ingenieurpanel. Da steht mein Name drauf. Genau. Ich war so eine Art Bordverwalterin, Sekretärin, kümmerte mich um die Bodenmannschaft, weil das Interessante war auch damals,
Wir hatten in etwa bis 20 Ingenieure, Mechaniker, Bodenmechaniker mit an Bord und die haben wir überall mitgeführt. Zum Beispiel mussten wir auf der Nordamerika-Tournee in Chicago bei United einen Triebwerksaustausch durchführen. Die United-Leute, Bodenmannschaft hat dabei gestanden und gestaunt, wie die Europäer gearbeitet haben, wie sie sich selbst helfen konnten, bestimmte Geräte geschoben haben und so weiter und so fort und innerhalb von 6 Stunden einen Triebwerksaustausch haben durchführen können. Hinterher haben wir dann Maschinen zum Beispiel 9 Monate lang bei Air Siam fliegen lassen, faktisch um nichts, nur sie haben die ganzen Betriebskosten gewährleistet und die Maschine ist dann sehr, sehr zuverlässig die Strecke Bangkok-Hongkong geflogen und musste damals um Südvietnam rumfliegen. Das heißt, wir sind damals schon ETOPS geflogen, 90 Minuten und ohne ein einziges Problem. Und das natürlich hat sehr viel dann bewirkt, weil die Airlines gesehen haben, die Maschine funktioniert. Dann kam Thai 77 im April und hat 2 + 2 Maschinen bestellt. Aber das war für uns damals wahnsinnig viel. Aber irgendwie war das Konzept noch nicht so richtig angekommen in der Branche, eben Kurz- und Mittelstrecken mit einem Großraumflugzeug, mit einem zweistrahligen Jet zu fliegen. Und ich weiß, ihr hattet da wirklich sehr harte Zeiten bei Airbus. Wie war denn das in diesen Durststrecken und wie kamt ihr da raus damals? 1976 haben wir keine einzige Maschine verkauft. Es gab nur eine Optionsumwandlung von Lufthansa. Das hat sogar dazu geführt, dass Anfang 1977 zu überlegen, sollte Airbus nicht aufgehört werden und die Europäer sich auf ein anderes Programm zu konzentrieren. Aber dann kam Anfang März der Auftrag beziehungsweise die Anfrage von Bormann, der Chef von Eastern, einem ehemaligen Astronauten, genau. Ja, genau, der Probleme hatte und eine Flottenerneuerung beantragt hatte und hat dann Airbus dazu gerufen, zu Boeing, McDonnell Douglas und Lockheed, die alle präsentiert haben, und hat dann auch gesagt, naja, ich hole Airbus dazu, out of charity. Und Roger Bataille ist dann hingegangen, okay. Ja, out of charity, ich zitiere. Und das war dann am 4. März 1977 die Präsentation. Roger Bataille ist hingegangen mit dem damaligen Nordamerika-Chef George Wody, ein ehemaliger American Airlines CEO. Nach dem Gespräch sagte Bormann, ich bin überzeugt, aber ich muss meine Shareholders überzeugen. Wie können wir das tun? Und so kamen wir mit der Idee auf, 4 Maschinen 6 Monate zu leasen, free of charge. Aber Eastern investiert in Pilotentraining, Cabin Crew Training und so weiter und so fort. Und das heißt natürlich doch einen ganz schönen Batzen Geld für die Airline, weil die Piloten und die Besatzungen, die für die A300 trainiert wurden, mussten dann durch andere auf den anderen Maschinen ersetzt werden. If you like people, you'll love New York. Eastern takes care of about 5 million travelers a year here. For many of them, their first contact with us is BT Tynes. We've just added a $500,000 baggage system to help him out, but it can never do the job he does. The A300 is our biggest new investment. It's quiet, fuel efficient, spacious. But if our crew doesn't make you feel comfortable, it won't matter what plane you're flying. I fly Eastern, but you don't have to. So we have to earn our wings every day. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input.
das haben wir noch nicht erzählt, also du bist eben eine der allerersten Mitarbeiterinnen jemals gewesen und hast offenbar, wie du mal erzählt hast, unglaublich diesen Badge Nummer 007 gehabt, also die 7. angestellte Mitarbeiterin und Mitarbeiter in diesem Fall auch von Airbus Industrie. Wie kam es dazu? Ja, nach den Tourneen 1973 hat mich wirklich Airbus begeistert. Und als Airbus, ursprünglich war der Sitz von Airbus Industrie in Paris, Avenue de Versailles. Und als Airbus nach Toulouse kam, habe ich dann an die Tür geklopft, war mir selbstverständlich etwas einfacher, dadurch, dass mein Vater dort war, und habe mich anfangs um Besuchswesen gekümmert. Nach 6 Monaten fand ich das ein bisschen langweilig und wollte mit einem anderen Kollegen, der eigentlich Pressechef werden sollte in Toulouse, der von der deutschen Seite kam, mit ihm für die Presse arbeiten. Das war auch etwas für mich, denn Journalisten war eigentlich nicht das, was ich am meisten mochte. Ich hatte eher eine Abwehr gegen Journalisten. Aber okay, man soll nie im Leben nie sagen, weil, wie gesagt, ich wollte nichts mit Luftfahrt zu tun haben, ich wollte nichts mit Journalisten zu tun haben. Ja. Und voilà, du bist beides dein Leben lang gewesen. Und ich habe es sehr genossen und sehr viele sehr nette und wahnsinnig freundliche und gute Kollegen bei den Journalisten gefunden. Du warst wirklich für alle, auch damals immer Madame Airbus. Und wir wollen gerade mal einen kurzen Kommentar hören von einem Weggefährten, der auch was über dich zu sagen hat. Barbara Kracht war überall, hat Hilfestellungen gegeben. Es war unfassbar und vor allen Dingen über die ganze Zeit, die ganzen Jahre bei Airbus, die Frau hat nie abgeschaltet. Die war immer präsent und immer da. Also echt faszinierend. Ja, das ist auch eigentlich mein Eindruck gewesen. Wie hast du es empfunden selber? Also erstens bin ich von Nikos Worten sehr berührt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendetwas Besonderes mache. Es gab sehr harte Zeiten, es gab auch fantastische Zeiten. Eine der schönsten Erlebnisse war für mich der Erstflug der A380. Bei all den Leuten, die da waren, die Menschen, die gekommen sind, um diese Maschine, diese fantastische Maschine abheben zu sehen, das war wirklich, also da sind mir die Tränen gekommen. Aber es war einfach, ich weiß nicht, fast eine Ehe. Das glaube ich. Und du hast natürlich auch wirklich sehr viele emotionale Momente erlebt. Du hast gerade die A380 angeführt, das wollte ich ohnehin noch fragen selber, weil du hast ja wirklich das ganze Unternehmen von nichts zum Weltkonzern begleitet. Meine Vermutung ist ja, und das ist ja auch schon sehr besonders, dass du, glaube ich, soweit ich das einschätze und vermuten kann, bist du doch ja sehr intensiv und sehr intim auch eingebunden gewesen in die Vorgänge bei Airbus. Also ich vermute, dass du wirklich ziemlich genau wusstest, was wer im Management gerade denkt und was gerade los war. Also hast du dich selber immer sehr als Teil dieses inneren Airbus-Zirkels gefühlt oder hast du auch oft gerätselt, ja, was machen da eigentlich meine Firmenchefs gerade für komische Dinge? Ich habe vorhin von Vertrauen gesprochen mit den Journalisten, Vertrauen, das man aufbauen muss. Man muss auch intern Vertrauen mit den Managern und vielen anderen Leuten im Mittelmanagement aufbauen. Viele vermuten sehr oft, dass, wenn ich was den Presseleuten sage in meiner Presseabteilung, die werden das sofort an die Journalisten weitererzählen. Und daher muss man auch intern das Vertrauen aufbauen, dass die wissen, nein, wir sind die Letzten, die wirklich irgendein Geheimnis an die Öffentlichkeit bringen, weil wir wissen die Konsequenzen davon. Das heißt, es ist auf beiden Ebenen, dass man das Vertrauen aufbauen muss und dann auch wirklich zusammenspielen muss. Eine ganz wichtige Frage bei Airbus, und das war auch sogar Teil unseres Bewerbungsgesprächs, Barbara, 1991, war sozusagen eben diese europäische Denke. Du hast mir damals auch gesagt, und das fand ich damals eher abschreckend als Student, ja, wir gehen davon aus, wir brauchen irgendwie ein halbes Jahr, bis du Airbus-minded bist.
Das habe ich damals so ein bisschen empfunden wie, ja, das ist ein bisschen eine Gehirnwäsche. Ich kriege sozusagen so einen Chip eingesetzt, der jetzt sozusagen mich dann so einpolt auf Airbus. Aber ich glaube, das war auch vor allen Dingen gemeint, so diese europäische Denke. Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, weil ihr habt das ja wirklich vorgelebt. Das habe ich damals auch schon gemerkt in Toulouse, wo eben, obwohl wir ja alle wissen, dass es sehr, sehr viele Eifersüchteleien und Ränkespiele gibt und auch gibt immer noch und gab immer eben auch zwischen Deutschen und Franzosen vor allen Dingen, aber natürlich Engländer, Spanier und andere auch eine Rolle spielten. Aber wie lief das ab und wie ist dieses so eigentlich ja sehr inhomogene Europa auch bei euch im Kleinen zusammengewachsen? Ich bin eine überzeugte Europäerin. Und Airbus zeigt, wenn Europa zusammenkommt, was man auf die Beine stellen kann und dass man sich weltweit wirklich behaupten kann. Und intern, dadurch, dass ich beide Kulturen kenne, habe ich oft eine Rolle gespielt. Also, und das hat mich begeistert, wo ich den Franzosen die Denkensart der Deutschen erklärt habe, den Deutschen die Denkensart der Franzosen, weil gelegentlich haben die sich nicht kulturell so verstanden, wie man sich denkt, weil natürlich die Werte, die Wertstellungen anders sind und die Traditionen und so weiter. Durch diese internen kulturellen Konfrontationen waren wir gewissermaßen mehr trainiert, auf Kunden in anderen Gebieten einzugehen. Und dann hatten wir gelegentlich Sales-Teams, wo wir einen englischen Verkäufer hatten, einen deutschen Marketingmann und einen französischen Vertragsverhandler oder umgekehrt. Und die waren dann bei den Kunden. Und dann waren sie weder Franzosen, noch Deutsche, noch Engländer, sie waren Airbus. Und sie haben Airbus verteidigt. Und dadurch, dass sie kulturell unterschiedlich waren, konnten sie viel besser auf die Kultur des Kunden eingehen, als vielleicht unsere amerikanischen Konkurrenten. Natürlich gibt es Reibungen. Und die Reibungen gibt es ja auch zwischen Preußen und Bayern. Entschuldigung. Genau. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Flugzeuge eingehen. Wie hast du dann die A320 in Erinnerung? Weil das ist ja dann aus heutiger Sicht immer noch wirklich der Moneymaker schlechthin. Und ohne die A320 wäre ja auch eigentlich Airbus nie das geworden, was sie geworden sind. Wir hatten die A310 gestartet und das war damals, obwohl die A310 eine kleinere Version der A300 mit einem neuen Flügel für 210 Sitzplätze kein großer Markterfolg war, hat die A310 eins bewirkt. Sie hat gezeigt, dass die Partner wirklich zusammenhalten und dass Airbus da ist, um eine Familie zu entwickeln. Das Zweite war, dass die A320, die ursprünglich nicht von Airbus Industrie geführt werden sollte, von den Partnern dann doch zu Airbus gebracht wurde, weil es sich Ende der 70er Jahre herausgestellt hat, dass wir Erfolg auf dem Markt hatten. Die Maschine als solche hat die A320, so viele dann Neuerungen mit sich geführt und vor allem Fly-by-Wire, Electronic Controls, hat zu sehr, sehr vielen Kontroversen geführt. Und es gab am Anfang auch leider 3 Unfälle, die nicht auf Airbus zurückzuführen sind. Airbus hat damals auch fälschlicherweise anfangs behauptet, es sei ein Atari-Flieger. Das sei so einfach zu fliegen, wie der damalige Standardcomputer, der Atari hieß, mit so einem kleinen Joystick. Und das eben auch von Airbus, auch von der Kommunikation von Airbus, war auch, glaube ich, damals nicht gut gemacht am Anfang, wie man sozusagen Piloten suggeriert hat, das Ding fliegt eigentlich von alleine und das ist entsprechend schiefgegangen. Also die Kommunikation wurde von den damals bestimmten Piloten initiiert, die zu begeistert waren und versucht haben, vielleicht in ihrer Überbegeisterung, haben zu viel gesagt. Die Tatsache ist, dass der Erfolg von Airbus heutzutage auf die damaligen Entscheidungen zum Fly-by-Wire zurückzuführen sind. Das hatte man in der Tat damals, wenn man zurückdenkt, nicht vorausgesehen, dass Fly-by-Wire dann es ermöglichen würde, bei anderen Maschinen, die danach gestartet wurden, wie die A340 und A330 zum Beispiel,
dass man daraus die Commonality führen konnte. Das heißt, dass Piloten, die A320 fliegen, sehr leicht auf die A340 und A330 übersiedeln können, mit sehr wenig zusätzlichem Training. Ich glaube auch, das war damals quasi auch Lehrgeld, was man eben bezahlen musste. Ich kann mich daran gut erinnern, damals mit der A320, vor allen Dingen in Habsheim. Ich hatte den Piloten, das war damals Herr Aslin, den habe ich erst ganz kurz vorher in Hamburg getroffen, weil er nämlich hier zum ersten Mal die erste A320 von Air France damals stolz vorführte. Und irgendwie ein paar Wochen später ist er dann auf diesem Schauflug im Elsass, glaube ich, in den Wald geflogen. Und da gab es dann eben auch ein paar Tote leider. Wo aber klar war, die Piloten hatten einfach nicht im Griff oder konnten noch nicht richtig einschätzen, was dieses Flugzeug eigentlich macht und was es wann macht oder wie lange auch Dinge dauern, bis sie gemacht werden vom Flugzeug. Also dieser hohe Grad an Computerisierung. Also da muss ich eingreifen, Entschuldigung. Der Fall Michel Aslin in Absheim, da wollte der Pilot aus Begeisterung für die Maschine nachvollziehen, was unsere Testpiloten in Le Bourget vorführen, aber mit großen Unterschieden. Was unsere Testpiloten machen, ist mit einer leeren Maschine. Sie erproben diese Vorführungen, die sie in Le Bourget oder Farnborough durchführen, in Toulouse mehrmals und kommen nie unter 100 Fuß. Das ist verboten auf diesen Airshows. Und die Maschine ist bei diesen Vorführungen de facto leer, es darf kein Passagier mitfliegen und sehr wenig Sprit an Bord. Michel Aslin ist diese Maschine mit 123 Passagieren an Bord und Sprit für 2 Stunden Flug oder mehr, das heißt eine viel schwerere Maschine, einfach auf dieses kleine Piste wie auf einem normalen Flughafen, es war eine kleine Erdpiste, hin navigiert, ohne irgendein vorheriges Überprüfen, was da überhaupt los ist, und ist mit Leerlauf hineingeflogen. Also was unsere Piloten nie tun, die haben immer eine 30-prozentige Schubreserve, weil man weiß, jeder Pilot weiß, dass Triebwerke erstmal eine Zeit brauchen, bis sie wirklich anspuren. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Du hast schon mal vorhin erwähnt, dass auch für dich die A380 eines der einschneidendsten und auch emotionalsten Erlebnisse in deiner Airbus-Karriere war. Und wie du weißt, habe ich ja gerade ein Buch geschrieben über die A380, einen Rückblick. A380, ein fantastisches Buch, gratuliere. Vielen Dank, Barbara, das kannst du gerne nochmal sagen. Das ist ja wirklich lesenswert. Wie würdest du, sag mal, auch von der Stimmung her die Auswirkung der A380 beschreiben, auch sozusagen auf die Airbus-Evolution? Ich würde sagen, die 380 war, als sie gestartet wurde und die Idee kam, gewissermaßen, wie soll ich sagen, the culmination der Airbus-Familie. Man darf nicht vergessen, dass die 747 als The Queen of the Sky bezeichnet wurde und wirklich das Flugzeug, das am meisten Geld Boeing brachte und auch wirklich von allen Passagieren geliebt war. Und der natürliche Trend war, dass man größere Flugzeuge braucht, natürlich nicht in den Stückzahlen wie die A320-Familie, aber für die ganzen Hubs, es gibt so viele Hubs in der Welt wie London Heathrow, wie JFK, wie Los Angeles und so weiter. Und da gibt es Slots, Restrictions, also wenige Slots und mehr Passagiere. Also war es normal, ein größeres Flugzeug zu bauen. Und es war wirklich, ich würde sagen, die Erfüllung des Airbus-Traums gewissermaßen. Leider ist die Maschine, wie du es in deinem Buch erklärst und wie Jürgen Thomas es auch sagt, etwas zu spät gekommen, aus verschiedenen Gründen. Es war technisch eine fantastische Herausforderung und die technische Qualität der A380 ist vielleicht am besten bewiesen durch das, was mit dem QF-32-Flug geschehen ist.
Ja, kurz zur Erklärung, das war im Jahr 2010, glaube ich, ein beinahe Unfall des Qantas-Fluges 32 von Singapur nach Sydney in einer A380, wo ein Triebwerk eine sogenannte Uncontained Engine Failure hatte und wo dann durch einen Materialfehler im Triebwerk eben wie Schrapnelle, wie Geschosse diese Triebwerksteile den Rumpf punktiert haben, die Tanks punktiert haben, und das war wirklich sehr, sehr kritisch. Und hier haben aber dann die Piloten auf geniale Weise es vermocht, eben dieses eigentlich sehr gehandicapte Flugzeug noch zu landen. Wenn man sieht, in welchem Zustand die Maschine dann war, dass diese Maschine es gehalten hat, um auf den Boden zu kommen und nicht auseinandergebrochen ist. Also das zeigt auch, wie technisch ausgereift die Maschine war, auch wenn es Probleme gegeben hat. Aber es ist schon tragisch, finde ich. Jetzt aktuell gerade habe ich wieder Bilder aus Tarbes, glaube ich, gesehen von der 4. oder 5. A380, die jetzt schon wieder zerschnitten wurde und verschrottet wurde. Also das ist schon ziemlich unglaublich, dass in dieser wirklich sehr kurzen Zeitspanne von ja im Grunde nicht mal 20 Jahren, und ja, das ist doch eigentlich aber schon auch irgendwie ein großer Fehlschlag gewesen. Es tut weh, es tut weh. Es kommen Tränen, wenn man diese Bilder sieht. Also für die älteren Airbus-Leute wie ich, da kommen uns Tränen. Es tut leid, aber das Wichtigste ist, dass Airbus heutzutage sehr gut dasteht, mit guten Produkten. Die A320-Familie mit den Neo-Versionen ist immer noch präsent und marktführend eindeutig. Die 350 ist ausgezeichnet, die 330 existiert noch. Airbus hat wirklich heutzutage eine komplette Palette, mit der sie weiterleben kann und Erfolg auf dem Markt hat. Noch eine letzte triviale Frage. Fliegst du immer noch gerne im Prinzip? Oh ja, und ich vermisse es sehr im Moment. Barbara, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, dass du uns heute aus deinem reichen Airbus-Leben hier berichtet hast. Vielen Dank. Ich glaube, als Abschluss möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich viel Glück hatte, bei Airbus anfangen zu können, viele fantastische Managers kennenzulernen und mit denen zu arbeiten, fantastische Journalisten, Öffentlichkeit und auch sehr, sehr professionelle Kollegen zu haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute und alles à Gute bientôt. Euch. À bientôt. Bis bald. See you soon. À bientôt. Bevor du gehst, Andreas, Dankeschön, tolles Interview, eine Menge dazugelernt, und ich möchte dich nicht entlassen heute ohne einen Ausblick in die Zukunft. Jetzt haben wir so viel in die Vergangenheit geschaut. Gibt es auch eine Dame vielleicht in der Zukunft, die wir bei uns im Plane Talk begrüßen können, mit deiner Hilfe? Du hast schon recht, der Kurs steht klar auf eine Interviewpartnerin, weil ich in der Tat gerade spannend finde, die wenigen Juwelen, die es leider nur gibt in der Luftfahrt, an weiblichen an Schalterstellerinnen. Sie führt eine Airline oder zumindest einen Teilbereich einer Airline, so viel kann ich schon mal sagen. Und interessanterweise, das kann ich jetzt schon verraten, Südafrika? Nein, in Deutschland. Unser Zeitzeuge, den wir eben schon hatten zu Barbara Kracht, nämlich Nico Buchholz, der hat eigentlich, als ich ihm das erzählte, noch mehr von unserer nächsten Partnerin geschwärmt als von der heutigen. Oh. Also insofern kannst du dich auf was freuen. Okay, gut. Also eine Airline-Chefin und offensichtlich in dem Umfeld von Nico Buchholz, der hat bei Bombardier gearbeitet, bei Lufthansa gearbeitet. Ja. Ganz richtig. Andreas, ich darf dich entlassen. Es war ein schöner Tag, den wir hier fast miteinander verbracht haben. Bleib uns gewogen, bring uns die Dame und sag uns bald, wie sie heißt. Herzlichen Dank für heute. Tschüss. Tschüss. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.